Alrighty then, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Shakes and Fidget Video von mir. Das Thema ist grob, schon mal im Titel. Ihr kennt mich, vorneweg gibt es nochmal zwei Sachen. Das eine ist, vielen Dank an euch und auch nochmal vielen Dank rückwirkend an Olli. Das letzte Video, das ist richtig gut angekommen bei euch, also es ist auch von den Aufrufzahlen deutlich über dem Schnitt, was ich erwartet hätte. Anscheinend auch ein Thema, was sehr gut angekommen ist, sehr wichtig war. Deshalb freut es mich, dass da auch stetig immer noch neue Aufrufe kommen, Leute das sehen. Zeigt es gerne allen Leuten, die Shakes and Fidget spielen und halt Geld investieren wollen vielleicht oder die eurer Meinung nach da nicht so die Ahnung davon haben. Und mich freut es halt auch, dass das Feedback größtenteils extrem positiv war. Und das hätte ich eigentlich so nicht erwartet, aber das ist sehr nice gewesen. Was mich übrigens auch zu diesem Video hier motiviert. Punkt Nummer 2. Ich habe dadurch, dass ich jetzt am Samstag sozusagen komplett nicht da war, bis auf jetzt ab 23 Uhr, nur einen kleinen Shorts-Video aufgenommen, weil ich natürlich trotzdem wir den Geburtstag meiner Tochter nachgefeiert haben mit der Familie, was ein super schöner Tag war. Natürlich mitbekommen habe, was passiert ist, auch schon am Freitag während des Streams. Ich habe nicht Shakes and Fidget gestreamt und bin auch froh, dass ich mich entschieden habe, nicht Shakes and Fidget zu streamen. Dazu entschlossen, den Speed-Server zu spielen. Ich zeige euch mal meinen wunderbaren Char. 30. Neue Alu ist da. Ich habe mich doch dazu entschieden, weil ich mal davon ausgehen kann, dass der Server jetzt, also er läuft nicht hundertprozentig flüssig, meiner Meinung nach, aber so spielt, dass man zumindest seine Alu spielen kann, ein bisschen was machen kann. Ich einfach auch mal ohne Druck wissen wollte, überhaupt, was Speed Server jetzt bedeutet. Ich habe ja den ersten verpasst durch meine längere Pause. Und finde es sehr kurios, dass man Stufe 38 sein kann, obwohl man in also nach einem Tag spielen. Ich habe Freitag gar nicht gespielt. Also bin erst an Tag 2 eingestiegen. Dass man in so einer schlechten Gilde ist und auch kein gutes SA hat. Und trotzdem es schaffen kann, relativ smooth auf Stufe 38 zu kommen, ja. Ich habe die beiden Starterpakete geholt. Das hatte ich sowieso vor auf dem Speed-Server, deshalb tut es mir auch nicht weh. Also, unter normalen Bedingungen hätte ich das genauso gemacht. Ich wollte auch in irgendeine Gilde gehen. Habe halt das Freitag nicht gemacht, weil es halt mega geleckt hat. Und jetzt bin ich halt hier gelandet in einer sehr schlechten Gilde. Also ich glaube, mittlerweile haben sie sogar... Also es ist eine offene Gilde und der Gildenleiter hier, der geht nur über den Gildenfinder, der hat die Leute dazu animiert, dass die Ausbauten gemacht werden. Und tatsächlich sind jetzt hier schon 42%. Das war vorhin, als ich meine Alu noch gemacht habe, bei paar 20. Aber es sei mal hingestellt. Also, nicht wundern, ich habe es in den Shorts zwar so gesagt. Stand jetzt spiele ich den Server aber nicht auf Profilbildjagd. Also ganz klar. Und Stand jetzt werde ich wahrscheinlich auch maximal nur, damit ich meine SA ein bisschen machen kann, nochmal, muss ich mir überlegen, heute im Laufe des Tages vielleicht, hatte ich eigentlich auch vor, dann das Paket zu holen. Das könnte ich mir noch vorstellen. Aber auch nur, weil das mache ich für mich. Das mache ich nicht für Player Games oder so. Das mache ich maximal nur für mich. Denn, aber vielleicht mache ich es auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Kernthema. Kommen wir mal zum Kernthema. Ich werde jetzt hier nicht großartig aufschlüsseln, was passiert ist. Falls ihr es doch nicht wisst, der Spielserver sollte starten 16 Uhr, kam verspätet. Problem Nummer 1, es gab Probleme. Die wurden dann gefixt, der Server da, aber hat so doll geleckt. Also ich habe während des Streams, als ich mal eine kleine Pause hatte, versucht, mich mal anzumelden und so. Es ging einfach gar nichts bei mir. Und das ist auch bei anderen Spielern so gewesen. Nicht jeder hatte gleichzeitig Lags. Man hatte so das Gefühl, wie bei New World, dass man so einer Warteliste wäre. Und manche haben es geschafft, da ein bisschen mehr machen zu können. Aber grob, Tag 1 war nicht spielbar. Also, oder nur schwer spielbar. Das ist das Hauptproblem.
Dazu ist jetzt noch Folgendes passiert. Dadurch, dass es so geleckt hat, wurden die Daten von den erfolgreichen Dungeon Tries, ne? Also die Pay-to-Win-Spieler, also nicht jetzt, weil sie hier alle in der Gilde sind, sondern auch die Hardcore-Pilzer, sagen wir es mal so, ne? Die haben Dungeon Tries gemacht. Das läuft halt immer noch nicht, ne? Mega flüssig. Die haben Dungeon Tries gemacht und der Dungeon ist eigentlich erfolgreich durchgegangen, wurde aber so spät übermittelt, dass in der Zwischenzeit noch durch das ganze Ändern oder irgendwelche Tools, die im Shakes and Fidget Discord, von denen ich gelesen habe, Autoclicker, also über Tools, dazu geführt, dass Dungeons mehrfach erfolgreich ausgeführt wurden. Und ja, das wurde ja auch in Dorsas Video hinterlegt. Und dadurch wurden halt extrem viele XP generiert, die eigentlich so gar nicht möglich wären. Ne? Es gibt ja sowieso vierfache XP auf die Dungeons. Also es ist nicht nur, dass die Dungeons mehrfach gemacht werden, sondern man kriegt auch mehrfach den vierfachen Bonus. Und das führt halt dazu, dass es hier so eine große Diskrepanz gibt. Also eigentlich jeder, der, gut, vielleicht jetzt theoretisch ab 0 Uhr könnte sich so ein bisschen einengen, aber jeder, der hier über 300 war, deutlich, der hat halt diesen Bug genutzt. So, das ist das Kernthema. Und mal abgesehen von dieser technischen Seite, dass es auf der einen Seite gefühlt wieder typisch ist, dass sowas passiert. Ich sehe Player Games immer als so EKG. Es gibt immer Sachen, wo man sagt, geil, ist nice. Dann gibt es Sachen, wo es extrem runtergeht. Also wieder irgendein Mist passiert, wo man sich fragt, wie kann denn das sein? Wie kann denn das sein, dass der Server solche Probleme macht? Es gab eine mega lange Vorbereitungszeit, deswegen irgendwelche Updates, von dem, wo wir jetzt noch nicht wissen. These Features müssen vorbereitet werden für den Speed-Server. Und ich denke nicht, dass sie von Lag-Features reden. Da fehlt halt auch wieder die Transparenz, aber man muss auch sagen, es kann natürlich auch irgendein technisches Problem sein, für das die keine, wo jetzt der Grund nicht direkt bei Player Games liegt oder die Ursache. Und es ist auch so, dass bei solchen Problemen das Kernteam ist eigentlich immer nur unter der Woche da. Und dementsprechend wird es, wenn es Informationen dazu gibt, die auch erst im Laufe der nächsten Woche passieren. Also dass man jetzt nicht gleich am Samstag oder am Sonntag irgendeine Lösung, also eine Problemerklärung, eine Lösung parat hat, liegt halt auch daran, dass die Leute natürlich auch am Wochenende weniger verfügbar sind als unter der Woche. Und das ist auch schon immer so gewesen. Also das kann man hier auf jeden Fall an der Stelle auch Player Games nicht irgendwie negativ vorhalten. Trotzdem ist es passiert und naja. Gut. Das andere Thema ist, und da werde ich jetzt auch gleich meine Statement bringen. Ich habe auch Kommentare zu Dorsas Video ja gelesen zu diesem Thema. Und da fällt natürlich auf, dass es viele Standpunkte gibt, über die man da reden kann. Und es wird immer sehr, natürlich durch die Kommentarlänge, die teilweise sehr kurz ist, immer sehr einseitig dann geschildert. Oder es wird nicht alles beleuchtet. Und ich werde das bei meiner Darstellung natürlich wie gewohnt mehrseitig beleuchten. Ich sage, oder ich habe die Bitte, Player Games, startet diesen Server zu einem definierten Zeitpunkt neu. Definierter Zeitpunkt heißt, gibt den Leuten die Chance, sich darauf vorzubereiten, wenigstens ein paar Tage. Sprich, zu einem gewissen Zeitpunkt sollte der Server sollte der Server nicht mehr gespielt werden können. Alle Pilzkäufe sollten, und das ist ja zumindest nachvollziehbar für den Speed-Server, erstattet werden. Und dann sollte der Server unter fairen Wettkampfbedingungen neu aufgestellt werden. Warum ist das meine Meinung? Und zwar, es gab ja schon immer mal Bugs, die geused wurden auf normalen Servern, auf dauerhaften Servern. Und die Problemlösung dort war meistens nur geringfügig oder gar nicht vorhanden. Es gab dann teilweise Gründe, die wurden debattiert.
dann ist das Ganze irgendwann in die Vergessenheit geraten. Außer bei Lieutenant, der immer noch an sowas dann denkt. Natürlich, wenn man ihn drauf anspricht. Hier haben wir aber eine andere Grundsituation. Und zwar wurde der Speed-Server angekündigt mit einem großen, also inoffiziell war es schon vorher bekannt, offiziell dann aber auch ausreichend Zeit und natürlich auch durch die Streams wurde das alles schön beworben. Der Speed-Server wurde mit Belohnungen beworben. Die ersten 10 kriegen gesichert ein Avatarbild unter den Top 50. Wenn man auf diesem Server Top 50 erreicht nach 30 Tagen, dann hat man zumindest die Chance auf Losglück. 1:5, dass man auch ein Profilbild erhält, was aus meiner Sicht ein super Preis ist. Also für mich persönlich, ich würde mich mega freuen darüber, so ein Preis. Das war Kernstandpunkt. Ja, ein riesiger Absatz der Nachricht, die überall auf der Welt von Shakes Fidget, auf Twitter das zu lesen war. Das sollte die Leute natürlich anreizen, den Server zu spielen und auch competitive zu spielen, auf das bestmögliche Ergebnis hin, was ja auch okay ist. Man muss kein hochdotierter BWL-Professor sein, um zu wissen, dass dieser Server auch dazu dient, kurzfristig auch Geld einzunehmen. Und das ist okay. Es ist ein Maximalprinzip, kann man so sagen. Und dann gab es ja auch die vorträglichen Pilzkäufe, die natürlich auch einen Zweck dienlich sind, wo man eigentlich sagt, okay, damit der Server zum Serverstart nicht durch viele Pilzkäufe belastet ist, dass es, falls da Probleme gibt oder so, dass man sich nicht weiter darum kümmern muss, dass man eher an seine Pilze aufladen kann. Das ist sogar sehr sinnvoll aus meiner Sicht gewesen. Muss man diesen Server neu starten, weil es einfach nicht fair ist. Es ist nicht fair, es ist nicht wettkampfgerecht. Es wurde etwas beworben, was nicht umsetzbar ist. Und mir geht es jetzt nicht darum, dass von den Spielern, die diesen Bug jetzt genutzt haben oder jetzt ganz weit oben in der Ehrenhalle sind, höchstwahrscheinlich die meisten sowieso vom Level relativ weit oben werden. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass noch ein anderer Punkt dazu kommt, den viele halt nicht beachten. Angenommen, Freitag 16 Uhr, ne, der Server kam dann später. Ich weiß nicht, ich glaube eine halbe Stunde oder so Verspätung, was er da hatte. Viele Spieler hätten vielleicht zum Beispiel nur die Chance gehabt, bis 20 Uhr zu spielen. Hauptsächlich erst. Aus meiner Sicht war es gar nicht spielbar. Ich habe mir gesagt, ich kann den ersten Tag nicht spielen, weil es einfach nicht spielbar ist. Und ich habe auch 23 Uhr reingeguckt, es war nicht spielbar für mich. Diese Spieler hätten theoretisch den Bug auch nutzen können, haben sie aber nicht, weil sie einfach auch gar nicht die Chance hatten, das Spiel eben anzugreifen oder sich selber gesagt haben, ich kann es nicht tun. Und im schlimmsten Fall sogar gesagt haben, gut, ich verzichte auf Tag 1 und spiele dann hoffentlich auf Tag 2, wenn es dann besser läuft. Ist auch doof, ne? Verliert man viel Level, gerade durch die Boni, aber man hätte immer noch die Chance gehabt, die gleichen XP durch die gleichen Dungeons zu kriegen und das geht halt nicht. Und manche Spieler konnten es machen, weil sie wahrscheinlich die ganze Zeit hatten und sich durch dieses ewige Hin- und Hergeklicke durchquälen konnten. Oder hatten dann vielleicht sogar eine bessere Verbindung, weil sie lange drin sein konnten. Ich weiß es nicht. Ich persönlich kenne ja jetzt die Geschichte dazu nicht bei vielen Spielern. Und das führt zu einem unfairen Wettbewerb. Punkt. Es ist nicht der gleiche Status quo für alle. Und das muss meines Erachtens nach sein, wenn man so eine Geschichte durchführt. Kurzer Cut an dieser Stelle, denn aus einem weiteren Grund möchte ich auch, dass der Server neu aufgesetzt wird, neu gespielt wird mit 30 Tagen, das. Denn klar, man redet immer über die Spieler, die jetzt das allerhöchste Level und sich nicht einholen lassen. Aber man weiß ja gar nicht, ob noch jemand in der Ehrenhalle, ne, wenn ich jetzt nur mal hier schaue zum Beispiel, das ist jetzt, sei mir jetzt mal dahergesagt, angenommen Support Chicks hat diesen Bug auch genutzt und hat dadurch vielleicht 40, 50 Level noch mehr gemacht, als er vorher hatte. Ist nur mal ein grobes Beispiel. Und er spielt jetzt 300 Alu durch weiter und spielt sein Ding und kommt am Ende in die Top 15 und kriegt sogar ein Bild. Das wäre dann aus meiner Sicht auch genauso unfair denjenigen gegenüber, der auf Rang 51 steht, der den Bug nicht genutzt hat oder nicht nutzen konnte. Sprich, Kerngedanke, es ist gar nicht nachvollziehbar, wer vielleicht nicht alles extra Level bekommen hat, zusätzlich das auch
Ja, das ist für mich dann einfach so unlogisch, dass man diesen Server so weiterlaufen lassen sollte mit dieser Vorgeschichte. Ja, das ist mir nur leider zu dem Hauptvideo, wo ich das aufgenommen habe, nicht eingefallen. Deshalb habe ich das hier nochmal reingeschnitten. Ob das passiert, ehrlich gesagt, ich glaube es nicht. Wie ich ja schon erwähnt hatte, bei normalen Servern wurde das halt, wie gesagt, auch oft nicht gemacht. Und ich glaube, hier ist auch das Problem, dass es mega viel Arbeit, also aus seitens Player Games, warum sie es nicht machen. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt, aber die ganzen also Gutschriften oder Pilzkäufe zurückzuüberweisen, ist sicherlich sehr aufwendig. Gerade auch, weil ja viele Spieler oft Pakete kaufen durch diese ganzen Starterpakete und solche Geschichten. Da würde ich gegen argumentieren, das muss halt einfach sein. Da muss man sich dann hinsetzen und sich die Zeit nehmen. Das ist meine persönliche Ansicht, ne? Auch wenn es jetzt vielleicht nicht der direkte Fehler von Player Games war, sind sie ja dafür verantwortlich, im fairen Wettkampf zu stellen. Und ich meine auch, dass Bug-Using sogar eigentlich gar nicht erlaubt ist bei Shakes and Fidget. Nach wie vor. Das andere Thema, warum ich denke, dass sie es nicht machen, ist, sie fürchten wahrscheinlich, wir weiß ja keiner, wie viele Pilzkäufe vor Serverstart reingegangen sind. Gegebenenfalls fürchten sie, dass das alles jetzt revidieren werden, dass sich weniger Leute Pilze kaufen als jetzt. Dann Einnahmen verloren gehen. Diese Befürchtungen kann ich auch teilen. Hierzu möchte ich aber auch Folgendes sagen, und da kann ich mich als Beispiel nehmen. Wenn ihr es schafft, also ich rede jetzt direkt zu Player Games, wenn ihr es macht, den Server neu zu starten, den Wettkampf nochmal neu aufzuführen, unter fairen Bedingungen. Punkt Nummer 1, einige dieser Powerpilzer, die den Bug geused haben, spielen vielleicht trotzdem und geben ähnlich viel Geld aus, weil das ist für mich genauso wahrscheinlich wie das Argument, ja, dass diese Spieler, die den Bug genutzt haben, sowieso vom Level weit oben wären. Vielleicht nicht jeder von den Spielern, aber ich würde sagen, mindestens die Hälfte würde genauso viel Geld ausgeben. Oder das Geld wieder ausgeben, weil sie haben es ja. Und den Server trotzdem spielen. Mindestens die Hälfte. Ich denke sogar mehr. Zweitens, denkt mal an die Spieler, die halt, wie gesagt, wie ich, an Tag 1 gar nicht spielen konnten, weil das so unspielbar war. Die Spieler haben mit Sicherheit keine Pilze gekauft zu diesem Zeitpunkt oder beziehungsweise werden auch innerhalb der 30 Tage diesen Server nicht spielen. Ich habe mich jetzt entschieden, okay, an Tag 2 15 Euro auszugeben, aber vielleicht hätte ich auch viel mehr Geld ausgegeben, wenn ich den Server von vornherein gespielt und gemerkt hätte, oh, das macht ja schon sehr viel Spaß, dieses Durchschweben, und hätte auf 30 Tage 300 Alu gespielt. Da wäre mehr Geld reingekommen, zumal Black Friday ja noch vor der Tür steht. Und unter einem fairen Wettkampf hätten viele Spieler 30 Tage durchgespielt und vielleicht Pilze gekauft, um vielleicht am Ende doch noch was zu erreichen. Vielleicht doch die Chance zu haben, unter die Top 50 zu kommen. Ich glaube, wenn ich das auf 30 Tage rechne, würde Player Games keine Verluste machen, wenn sie den Server neu starten und die Spieler unter fairen Bedingungen nochmal neu spielen können, als wenn sie den Server jetzt einfach so weiterlaufen lassen, wie er ist. Ich vermute, dass einige Spieler eben aufgehört haben oder nicht weiterspielen oder keine Pilze mehr reinstecken in diesen Server aufgrund der Problematik des ersten Spieltages. Ist meine Meinung. Und mir geht es auch hier vor allen Dingen nicht um irgendwelche, das habe ich leider auch viel gelesen, um irgendwelche persönlichen Geschichten, die hier genannt wurden. Es ist einfach nur schade, weil es schon eigentlich eine geile Sache ist, dieser Server. Ja, jetzt habe ich es mal live erlebt auf ganz niedrigem Niveau und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich habe mich eine halbe Stunde hingesetzt, habe es gespielt und hatte Spaß dabei. Dass das Ganze so einen bitteren Beigeschmack halt haben muss und haben wird, wenn sich nichts ändert in der Situation. Das finde ich dann wirklich sehr, sehr viel verschenktes Potenzial. Ja, aber gut, so viel dazu. Ich
muss selber mir jetzt überlegen, was ich nun heute mache im Laufe des Tages. Aber das ist dann auch meine persönliche. Also ich würde auch jetzt sozusagen gar nichts mehr zu kaufen. Bin ich jetzt auch nicht dafür. Würde zwar sicherlich den größten Effekt haben, aber das haben wir schon bei den Serverstarts bei W42 gesehen, dass es im Endeffekt auch nicht viel ausmacht. Also selbst wenn man da irgendwas versucht, mal in die Wege zu leiten, ne, das ist wieder ein ganz anderes Blatt. Ja, eure Meinung dazu trotzdem gerne auch nochmal bei mir in die Kommentare, wenn ihr, oder auch zu einem gewissen Punkt, was ich gesagt habe, schreibt es mir gerne rein. Lese mir das immer sehr gerne durch und gebe mir dann auch entsprechende Reaktionen. Nur würde ich erstmal sagen, ich wünsche euch trotzdem erstmal einen schönen Sonntag. Schönes Halloween. Das ist ja auch schon wieder. Ja, jetzt habt ihr mich gesehen. Vielleicht reicht euch das schon. Und, ja, guten Start in die neue Woche. Haut rein, macht das, tschüss und servus, euer Basti.